Und damit begrüße ich euch zu einem weiteren Errungenschaftsvideo. Und heute geht es um das Spiel Sonic Adventure, beziehungsweise Sonic Adventure DX, wobei das zweite nur ein DLC ist. Um genau zu sein, geht es um den Port des Originalspiels, welcher ab 2010 für die zu der Zeit aktuellen Konsolen wie die PlayStation 3 und Xbox 360 sowie später auf Steam veröffentlicht wurde. Bei der ursprünglichen Version gab es ja keine Errungenschaften. Warum wohl? Das Spiel verfügt über nur 15 Errungenschaften, wovon 3 auf das Adventure DX DLC fallen. Und eigentlich sind diese auch recht einfach zu holen. Aber da dieser Port ja bekanntlich etwas verbuggter als die Original- bzw. die alte PC-Version ist, muss man hier etwas aufpassen. Und ich würde sagen, legen wir los. Die ersten Errungenschaften kann man perfekt zusammenfassen. Im Laufe der Sonic Story treffen wir auf alle anderen spielbaren Charaktere wie Tails, Knuckles oder Amy, und sobald man diese freigeschaltet hat, bekommt man die dazugehörige Errungenschaft freigeschaltet. Bei Big allerdings ist es so, dass man ihn eigentlich schon direkt zu Beginn des Spiels freischalten kann, wenn man ihn in Station Square anspricht, aber bei dem Port klappt das nicht so wirklich. Und wenn die Errungenschaft nach den Ereignissen auf dem Egg Carrier immer noch nicht freigeschaltet ist, dann wird die Errungenschaft erst dann freigeschaltet, sobald man die Sonic Story abgeschlossen hat und zurück zur Charakterauswahl gegangen ist. I know, sehr komischer Bug. Aber lieber, ich sage es euch hier, als wenn ihr euch wundert, warum diese nicht freigeschaltet wird. Und by the way, das Abschließen der Sonic Story schaltet die Errungenschaft Sonic the Hedgehog frei. Nicht, dass ihr denkt, dafür gibt es nichts. Die Errungenschaft Super Sonic ist etwas irreführend, da man diese nicht bekommt, wenn man als Super Sonic Perfect Chaos besiegt und die Story abgeschlossen hat. Nein, man bekommt diese dann, wenn man die Storys aller 6 Charaktere abgeschlossen hat, was schon sehr seltsam ist, weil in der Beschreibung steht, dass man alle Storys abschließen muss. Aber gut, dann ist es halt so. Die nächsten Errungenschaften beziehen sich auf die Emblems und wie die meisten sicher wissen, gibt es insgesamt 130 Stück davon. Die erste bekommt man, wenn man bei jedem Charakter in den Action Stages die Level A Mission abgeschlossen hat, die mit Ausnahme von Big und Tails immer mit einer Zeitvorgabe verbunden sind. Gerade bei Sonic müsst ihr viel mit dem Spin Dash arbeiten, um die Level A Missionen zu schaffen, und dabei über eine Schräge extrem hohe Sprünge zu machen, ist ein wichtiger Tipp dabei. Bei Big müsst ihr by the way alle 4 Köder finden, damit ihr auch die Fische mit mindestens 2 Kilogramm Gewicht finden könnt. Eine weitere bekommt man, wenn man alle 12 Emblems auf den 3 Adventure Fields gefunden hat, wobei manche nur mit bestimmten Charakteren erreicht werden können. Eine weitere Errungenschaft betrifft die Minigames und hier ist eine Sache sehr wichtig. Für das zweite Emblem müsst ihr den Rekord knacken, der in der besten Liste auf Platz 1 steht. Deshalb spielt beim ersten Run der Minigames, offen gesagt, etwas scheiße, um es euch nicht unnötig schwer zu machen. Gerade bei Amy's Minigame Hedgehog Hammer empfehle ich euch dringend, diesen Tipp zu befolgen. Zudem ein wichtiger Tipp, by the way, habt ihr das erste Emblem für das Minigame bekommen und wollt euch direkt das zweite holen, dann dürft ihr keinesfalls das Minigame über Continue wiederholen, sondern erstmal quitten und dann wieder starten. Denn ansonsten werdet ihr kein zweites Emblem bekommen, selbst wenn ihr den Highscore knackt. Diese Lektion durfte ich beim Hedgehog Hammer nämlich machen, also macht bitte nicht den gleichen Fehler. Eine Errungenschaft bekommt man auch, wenn man mit einem Chow alle 5 Jewel Races gewonnen hat, und das ist sehr zeitintensiv, insbesondere wenn man noch keinen sehr starken Chow hat. Entscheidend, ob euer Chow ein Rennen gewinnen kann, ist der Wert rechts neben der Levelangabe bei den einzelnen Parametern. Um die Beginner Races zu gewinnen, sollte euer Chow mindestens den Wert 500 bei allen Parametern haben und später für die Jewel Races mindestens 1000. Wenn diese drüber liegen, dann ist euer Chow definitiv besser als die Gegner. Und je größer der Abstand zu den von mir genannten Werten, desto besser. Aber ganz wichtig, spielt bei den Jewel Races den Emerald Kurs als allerletztes. Denn ansonsten wird bei den anderen Rennen ein Black Chow mit dabei sein, der so stark ist, dass ihr euren Chow auf das höchste Level bringen müsst, um überhaupt eine Chance zu haben. Und das wollt ihr euch sicher nicht antun. Wenn ihr alle Emblems habt, dann bekommt ihr dafür auch die Errungenschaft Das perfekte Abenteuer. Und ab hier kommen jetzt die Errungenschaften zu dem Sonic Adventure DX DLC. Und die erste kann man direkt mit der vorherigen verbinden. Denn wenn man alle 130 Emblems hat, kann man als Mad Sonic spielen. Und sobald ihr einmal in die Charakterauswahl bei den Trials gegangen seid, wird diese freigeschaltet. Und jetzt kommt der wahre Spaß. Für die Errungenschaft Mad Sonic Meister muss man alle Action Stages von Sonic auf Level A abschließen. Und jetzt kommt es. Ihr dürft jede Stage wieder genau 3-mal spielen. Da kommt doch Freude auf, nicht wahr? Aber eine Sache kommt ja noch. Mit Sonic Adventure DX gibt es einen Missionsmodus mit insgesamt 60 Missionen. Und wenn ihr alle abgeschlossen habt, bekommt ihr die letzte Errungenschaft. Dazu hatte ich vor mehreren Jahren auch mal eine Reihe auf VTV hochgeladen, wo ich gezeigt habe, wo man die Mission findet und wie man diese abschließt. Also falls ihr bei einer Mission Probleme habt oder die nie finden könnt, könnt ihr gerne nachschauen. Der Link dazu ist in der Videobeschreibung. Und das war
machen alle Errungenschaften. Es sind zwar wenige, aber dafür sind diese sehr zeitfressend. Und ich habe ehrlich gesagt einige Wochen gebraucht, um auch wirklich alle Aufnahmen zusammenzubekommen. Insbesondere die für die Chao Oasis. Doch mich würde mal interessieren, ob ihr schon alle Errungenschaften habt oder ob ihr selber noch mit einer zu kämpfen habt. Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Bis dahin und ciao.